Die habe ich vor 6 Wochen bekommen von Philipp. Ich bekomme zu jedem Jahrestag eine Rose. Ich glaube, er hatte diese Idee, als er noch lebte. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich es noch einmal ohne dich aushalten soll. Warum zögerst du denn dann noch? Weil ich meinen Sohn nicht aufgeben kann. Wenn ich jetzt mit dir gehe, dann habe ich ihn verloren. Hat er das gesagt? Ja. Weißt du, ob Ansgar eine heimliche Geliebte hat? Er schenkt ihr jedes Jahr eine Rose. Ist irgendwas? Nö. Und warum schaust du mich da an wie ein Auto? Ich halte es nicht mehr aus. Okay, ich habe rumgeschnüffelt. Ich weiß, es ist nicht in Ordnung, aber ich muss es einfach wissen. Wer ist es? Aber wovon redest du? Als ich deine Festplatte aufgeräumt habe, da habe ich diese Mail gefunden. Wer ist die geheimnisvolle Unbekannte? Besondere Tage brauchen besondere Rituale. Darum bekommst du ab jetzt jedes Jahr an diesem Tag eine Rose. Papa, ich bin deine Tochter. Und wenn es eine Frau in deinem Leben gibt, dann muss ich alles wissen. Ist sie blond, brünett, jung, sehr jung? Bist du verknallt? Hm? Jetzt. Also schön. Es handelt sich um eine Dame, die ich sehr mag und sehr schätze, okay? Jetzt gib mir die E-Mail. Ich habe jeden gefragt. Und niemand konnte mir irgendwas über das Liebesleben des geheimnisvollen Ansgar von Lahnstein sagen. Nicht mal seine engsten Verwandten. Jetzt mal ganz langsam. Hast du diese E-Mail irgendjemandem gezeigt? Was willst du? Ich muss das hier noch durcharbeiten. Ich wollte sagen, dass es mir leid tut, dass wir eben so aneinander geraten sind. Ist das alles? Und ich habe nachgedacht. Du hattest recht. Ich werde in Zukunft Helen aus allem raushalten. Was willst du? Ich will, dass du verstehst, dass ich Ludwig nicht vom Haken lassen kann. Jetzt, wo der alte Karpfen endlich angebissen hat. Und wenn ich dich darum bitte? Dann muss ich dir die Bitte leider abschlagen. So leid es mir tut und auch wenn ich dir unendlich dankbar bin. Wofür? Nico, du bist die Einzige in der Familie, der ich vertrauen kann. Und ich hoffe, du würdest niemals denken, dass ich irgendwas unternehmen würde, um dir zu schaden. Nein. Sollte ich das? Ich bin froh, dass du meine Schwester bist. Ich habe nur mal eine Frage wegen des Preises für das gefälschte Visum. Ich habe dir meinen Preis schon mal gesagt. Was an 5 Mille hast du nicht verstanden? Wie soll ich denn... Du, ich muss auflegen. Hey, Chef, alles klar? Tolles Make-up, wow. Oh, ja, danke. Emilio, hast du deine Papiere mittlerweile abgeholt? Bringe ich morgen mit, ich schwöre. Nicht schwören, machen. Emilio, ich muss dich als Aushilfe anmelden. Bei einer Kontrolle, da wäre ich aufgeschmissen. Was machst du überhaupt noch hier? Arbeiten. Und die Lieferung? 3 Kisten Schneiders Nummer 1 für Ansgar von Lahnstein. Ja, ich bin schon weg. Mist.
Emma, sieht die Mama nicht ganz wundervoll aus, wenn sie so hochkonzentriert ist? Hey Emma, meine Süße. Guck mal. Jeans aus tibetanischer Rohseide, nicht mal 280 Gramm. Und der Reißverschluss, Weltraumforschung. Nicht schlecht. Und? Hat Ansgar inzwischen durchblicken lassen, wen er als zweiten Vorstand bei Linie CL einsetzen will? Nein, aber ich befürchte das Schlimmste. Und was wäre das Schlimmste? Seine Tochter. Kim? War die nicht mal... Ja, meine Praktikantin. Und die hat von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ja, jedenfalls vom Tuten nicht. Was macht dich denn so sicher, dass er ausgerechnet eine 18-Jährige auf diesen Posten einsetzen will? Ach, du kennst doch Ansgar. Immer bemüht, seine Marionetten zu installieren. Tu mir einen Gefallen. Lass dich nicht provozieren, ja? Weißt du, ich glaube, Kim hat nach einer Woche die Nase voll. Ob mit oder ohne mein Zutun. Wo ist denn dein Armband? Das Armband, das ist, das Armband. Jetzt sag nicht, es ist weg. Nein, nein, es ist nicht weg. Ich hab's gerade noch irgendwo gesehen. Ich weiß nur nicht mehr wo. Weißt du, es ist so, bei der Geburt, da verlieren die Frauen die Gehirnzellen. Das macht die Natur, weil sie will, dass die Mutter wehrlos wird und sich nur noch darum kümmert, dass das Kind satt ist. Tanja. Ich glaube, es ist mir vom Arm gerutscht. Und wahrscheinlich war der Verschluss kaputt. Ich habe das ganze Büro abgesucht. Ich habe alle drauf angesetzt. Es ist bestimmt im Schloss. Ach, weißt du, für 150.000, da hätte ich doch fast einen Verschluss erwartet, der funktioniert. Auch ohne Weltraumforschung. Ich hoffe, du fühlst dich wohl. Man fühlt sich fast wie eine Prinzessin. Den passenden Schmuck hast du ja bereits. Ist das Armband nicht von Tanja? Ja, das habe ich schon fast vergessen. Tanja hat es in der Firma verloren. Ja, ich habe es gefunden. Und gleich angelegt? Nett, oder? Ist auch sehr wertvoll. Ich verstehe schon. Ich bin auch ganz vorsichtig. Ja, was ist? Ich krieg das irgendwie nicht ab. Ja, das kriege ich schon hin. Ich gebe sie auf jeden Fall zurück. Davon bin ich ausgegangen. Darf ich deinen Teller haben? Klar. Guten Appetit. Tschüss. Kann ich helfen? Hey, ich krieg das Ding nicht auf. Oh, ist ja ein ganz schön fetter Klunker. Ne? Ja, aber wie eine Handschelle. Anscheinend meine Spezialität. Darf ich? Das klappt doch niemals. Wart's ab. Voila. Was machst du hier überhaupt? Ich habe Knallbrause für Ansgar von Lahnstein und brauche eine Unterschrift. Ja, das kann ich machen. Super. Gut. So. Das für dich. Ist noch was? Leute, die ihm was anliefern und andere Leute von Handschein befreien, denen gibt man normalerweise Trinkgeld. Hm? Das ist ja wahnsinnig großzügig für jemanden, der in so einer Bude wohnt. Ja, mehr habe ich nicht. Nimm es oder lass es. Gut. Also, dir noch einen schönen Tag. Nico. Habt ihr kurz einen Moment für mich? Ich habe Elisabeth gerade erzählt, wie froh ich bin, dass du und Helena euch wieder versöhnt habt. Möchtest du einen Apfel? Danke. Ja, die Sache ist leider noch nicht ganz ausgestanden. Was meinst du damit? Ihr erinnert euch doch sicherlich an das Gold in der Statue von Martin Boos. Ja, da wollte sich wohl einer illegal bereichern. Nein, es sollte gegen euch gehen. Also gegen dich und Helena. Ihr solltet wegen Goldschmuggel verhaftet werden. Ansgar.
Nicht allein. Ich war beteiligt. Ich habe ihm dabei geholfen. Du hast was? Ansgar hat mich einfach für seine Zwecke missbraucht. Er wollte mir nie helfen, über Philipps Tod hinwegzukommen. Er hat mir sogar eine Rose geschickt in Philipps Namen. Aus dem Jenseits quasi. Es ist schön, dass du zu uns gekommen bist. Ich bin sehr stolz auf dich. Und Philipp wäre es auch. I can't undo what I have done. I can't unsay what I have said. Can't take it back, it's a little late now. Hatte unsere Ehe jemals irgendeinen Wert, wenn du nicht mal darum kämpfst? Ich liebe dich. Ich habe dich immer geliebt. Und unser Leben und unsere Familie, das war eine wunderbare Zeit, die ich niemals missen möchte. Aber Es reicht nicht. Es reicht nicht, um weiterzumachen und auch nicht, um darum zu kämpfen. Wie geht es dir? Fantastisch. Meine Mutter will mit ihrem Bruder durchbrennen. Das heißt noch lange nicht, dass sie es tut. Sie kämpft mit sich. Und sie braucht dich. Ich glaube, es gibt Dinge, da muss man alleine durch. Sie muss wissen, was sie will. Und wenn sie wirklich nicht auf ihren Bruder verzichten kann, dann soll sie zu ihm gehen. Dann habe ich aber nichts mehr zu sagen. Egal, was passiert. Sie ist deine Mutter. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich alles akzeptieren muss, was sie tut. Es tut mir so leid. danke. Okay. I can't undo what I have done. I can't unsay what I have said. Can't take it back, it's a little late now. I didn't mean to hurt you, baby, in any way. All I wanna do is walk away. Ich bin dir noch eine Antwort schuldig. I don't wanna lie to you. Something in your eyes says, please don't go. Ich liebe Jan, Just wanna walk away. 'Cause aber du bist das Wichtigste für mich und ich könnte dich niemals aufgeben. Darum habe ich mich gegen ein Leben mit Jan entschieden. Und Papa? Wir haben uns getrennt. Nothing goes as planned. Everything will break. People say goodbye in their own special way. All that you rely on, and all that you can fake. Die Geldkassette, Gräfin, wie Sie gewünscht haben. Danke, Justus. Was ist da drin? Das Gold.
Ansgar hat das Gold in mehrere solcher Kassetten aufgeteilt und Wertpapierdepots in deinem Namen angelegt. Er könnte dich bei der Polizei auffliegen lassen. Oder erpressen. Er würde sofort verlangen, dass sie aus dem Schloss auszieht und den Rest kannst du dir ja denken. Lahnstein Enterprises. Warum ist die Falle noch nicht zugeschnappt? Kim. Wie es der Zufall wollte, hat sie einen der Lieferscheine unterschrieben und Ansgar ist auf die Bremse getreten, damit sie nicht mit reingezogen wird. Er wollte seine Tochter schützen. Jedenfalls möchte ich mit dieser ganzen Sache nichts mehr zu tun haben. Und um euch zu beweisen, dass die ganze Geschichte stimmt, hier ist das Gold. Das heißt, es gab nie ein Wertdepot auf den Namen Lahnstein? Ja. Nein, danke. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Ja, offensichtlich ist er gewarnt worden und hat alle Spuren gelöscht. Dann zeige ich mich ihm selbst an. Nein, das kommt nicht in Frage. Aber das ist die einzige Möglichkeit. Willst du schon wieder die Polizei ins Haus holen? Keine Sorge, ich werde euch irgendwie aus dieser Sache raushalten. Um uns mache ich mir da die wenigsten Sorgen. Dann sagen Sie Ihren Blindschleichen, dass Sie noch mal alles absuchen müssen. Zur Not graben Sie den Garten um. Aber Gräfin... Kein Aber. Ich will das Armband zurück, und zwar heute. Ja, sicher. Ich meine, sehr wohl. Frau von Lahnstein, was ist? Ich hab... Kim, was zappelst du das rum? Ich glaube, ich muss noch mal los. Justus, wenn das Ding bis heute Abend nicht da ist, dann haben Sie ein Problem. Welches Ding? Ich habe mein Armband verloren und das Personal ist zu dämlich, es zu finden. Ich weiß, wo es ist. Kim hat es in der Firma gefunden. Sie war doch gerade noch hier. Hat sie es dir nicht zurückgegeben? Jetzt wird mir einiges klar. Diese kleine Elster. Okay, her damit. Ich wollte es ja, aber der Verschluss und dann kam der Shampoo und irgendwie war ich total abgelenkt. Und? Es ist weg. Es ist wahrscheinlich runtergefallen und irgendjemand hat es geklaut. Irgendjemand? Du? Nein. Du willst dich nicht wirklich mit mir anlegen, Kim, oder? So dumm kannst nicht mal du sein. Was fällt dir ein, meine Tochter anzuschreien? Sag mal, hast du ihr das Taschengeld gekürzt? Oder wieso kommt sie dazu, mir ein 150.000 € Armband zu stehlen? Meine Tochter stiehlt nicht. Wahrscheinlich hast du das Ding irgendwo verlegt. Wie war das noch mit deiner Stilldemenz? Die Polizei wird sich drum kümmern. Das war doch eben noch da. Kim? Wir müssen Nico auf jeden Fall da raushalten. Ja, aber wie? Ich weiß es nicht. Ach, ich habe alles falsch gemacht. Bitte hör auf, dir Vorwürfe zu machen. Ansgar will an die Macht, egal um welchen Preis. Gott, Liebling, ist es das alles wert? Ich habe doch dieses Gremium nicht gegründet, damit sich am Ende alle die Köpfe einschlagen. Wir müssen zusammenhalten wie eine Familie, nur so funktioniert es. Aber wie du selber sagst, Ansgar wird nie aufhören. Ja. Manchmal wünschte ich mir, wir hätten eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung irgendwo in der Stadt, wo uns niemand kennt. Mit einem kleinen Balkon, auf dem wir dann abends sitzen und unseren Rotwein schlürfen. Nur du und ich. Kim, ich habe dich kennengelernt, als du gerade in der Patsche saßt wegen Ladendiebstahls. Also komm mir jetzt nicht mit solchen Ammenmärchen, wie der Verschluss hat geklemmt. Es ist die Wahrheit. Ich habe es nicht geklaut. Schön. Weißt du, ich könnte mir ja sogar vorstellen, dass du aufgrund deiner kleinbürgerlichen Erziehung gewisse Defizite hast. Aber jetzt bist du meine Tochter und als solche hast du das nicht nötig. Ach ja? Ich sollte vorhin diesem Shampoos-Lieferanten Trinkgeld geben. Und weißt du, was ich bei mir hatte? 2 beschissene €. Wenn du Geld brauchst, dann mach doch den Mund auf, verdammt noch mal. Verstehst du nicht, hier geht's um viel mehr als um dieses dämliche Armband. Tanja wird versuchen, dir die Gremiumsstimme zu entziehen, wenn an dieser Geschichte was dran ist. Und jetzt setz dich hin. Und was ist, wenn mir das völlig egal ist? Was soll ich in diesem Gremium neben einem Vater, der dieser blonden Tussi-Mutti mehr glaubt als seiner eigenen Tochter? Verdammt noch mal, wenn du schon klaust, dann lass dich nicht erwischen. Wie oft denn noch?
Ich habe es nicht geklaut. Okay, du hast es genommen und jetzt ist es weg. Das läuft für mich auf selbe raus. Graf Lahnstein. Jetzt nicht, Justus. Aber verdammt nochmal, spreche ich Kongolesisch nicht jetzt. Entschuldigung, aber im Salon wartet ein Polizeikommissar, der Sie sprechen will. Es wurde Anzeige gegen Sie erstattet. Oh, da hat Lon Oral Daddy wohl ein kleines Problem, hä? Wir beide sprechen uns noch. Hey. Bist du Ben? Mhm. Was vergisst du mal ganz schnell wieder? Ach so, und du schleichst dich immer von hinten an Menschen ran. Hey, ich kann den Moonwalk einen Kiosk knacken, wenn du das meinst. Ja, dann mach mal vor. Du hast mich gerufen. Also was soll der Spruch? Okay. Ben, was krieg ich dafür? Hast einen Kaugummiautomaten geknackt? Verarsch mich nicht. Okay. Ich mag dich und deine traurigen Augen, also sagen wir 4? Sagen wir 5, denn ich kann auch ganz schnell Moonwalk zum nächsten Healer machen. Hm? Ich mag dich wirklich, Mann. Deal? Deal. Und ich will gar nicht wissen, wie heiß die Ware wirklich ist. Du willst ja auch daran die Finger verbrennen. Also bis wann kriegst du die Papiere fertig? Hm? Du hörst von mir. Oh, it's second hand. Oh, it's plastic. Oh, yeah. Fresh. You shine with the big bling earrings. Don't have to be platinum sterling. Yeah, you shine with the big bling earrings. Don't have to be platinum sterling. Deine Spange. Sie sind erstmal versorgt. Okay, her mit dem Ding. Was ist denn los, Prinzesschen? Das Armband. Gib es mir zurück. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Jetzt hör mir mal zu. Das Armband gehört nicht mir, okay? Tanja von Lahnstein glaubt, ich hätte es gestohlen. Du ahnst nicht, was das für Konsequenzen hat. Für mich, für die ganze Familie. Dann nimmst du ihm dein Taschengeld und kaufst dir ein neues. Das ist kein Spaß, du Idiot. Das hat einen Wert von 150.000 €. Und ein Prinzesschen bin ich auch nicht. Ich bin zu Besuch auf dem Schloss. Bei meinem Vater, von dem ich 18 Jahre lang nichts wusste. Und jetzt hält mich meine komplette neue Familie für eine Diebin. Und was habe ich damit zu tun? Das fragst du mich jetzt gerade nicht im Ernst. Doch. Okay. Ich habe echt gedacht, du wärst cool drauf, aber eigentlich bist du nur ein Arschloch und ein Kleinkrimineller. Was war das denn? Die hat sich wohl am goldenen Löffelchen verschluckt. Ich muss mal. Ricardo? Was soll das bedeuten? Ja. Man lebt zusammen viele Jahre, seine Familie gegründet und am Ende schleicht man sich davon wie ein Bürstenverkäufer. Das heißt, ihr trennt euch? Ja. Oh, das tut mir leid. Mir auch. Ich fühle mich so mitschuldig, weißt du. Auch ich habe auch... Die Lügen gedeckelt, ich weiß. Weißt du, inzwischen ist es mir völlig egal, wer wann mit dem ganzen Irrsinn angefangen hat. Ich weiß nur, dass wir alle dafür bezahlen. Ich habe immer geglaubt, dass du der Richtige für sie bist. Lass gut sein, Arno. Was hast du jetzt vor? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass Julia jemanden braucht, der auf sie aufpasst. Und ich kann das jetzt nicht mehr. Worauf willst du hinaus? Clarissa hat Julias Leben mehr als einmal zerstört. Sie wird es wieder tun. Ach, du kennst sie besser als ich. Kommissar Goldschmuggel, ich bitte Sie. Wir sind ja hier nicht im Wilden Westen. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Also, Ihre Schwester hat uns den Deal in allen Details geschildert und ich muss sagen, es war sehr glaubwürdig. Bitte schön. Außerdem bleibt sie bei ihrer Aussage und belastet sich dadurch selbst schwer. Das ist ja wirklich nett, dass Sie sich so um das Wohl meiner Schwester sorgen, aber... Nico musste das nicht tun. Wir alle gehen davon aus, dass Nico sich nicht ohne Grund selbst angezeigt hat. Herr van Lahnstein, Sie können sich jetzt gerne zu den Vorwürfen äußern.
Ich gehe allerdings davon aus, dass Sie erst mal Ihren Anwalt konsultieren möchten. Ja, davon können Sie ausgehen. Ludwig, und du bist dir sicher, dass du das alles willst? Mit allen Konsequenzen? Ich meine, immerhin geht es um deine Nichte. Das ist aber interessant, dass ihm plötzlich Nikos Wohl so sehr am Herzen liegt. Aber ich kenne Nico schon ein paar Jahre länger als sie. Und auf mich wirkt sie sehr entschlossen. Na schön. Dann fangen wir doch einfach noch mal von vorne an, Herr Kommissar. Fragen Sie mich einfach, was Sie wissen wollen. Wenn Kim erst seit kurzem auf dem Schloss wohnt, wo kommt sie dann her? Also Sie ist mit ihrer Familie aus Offenburg gekommen, weil ihre Schwester Hagen von Lahnstein geheiratet hat. Naja, und dann stellte sich heraus, dass ihre Mutter mal mit Ansgar von Lahnstein ein Verhältnis hatte. Kim ist seine Tochter. Das hatte Frau Wolf natürlich als Geheimnis gehütet und als es ihrem Mann offenbarte, ist die Familie zerbrochen. Worüber habt ihr denn gestritten? Ach, nur übers Trinkgeld. Emilio, es gibt eine eiserne Regel. Niemals wird sich über das Trinkgeld beschwert. Okay, schon gut. Aber wo hast du das Armband denn zuletzt gesehen? Ich bin mir sicher, dass dieser Kellner aus dem Schneider es geklaut hat. Emilio. Das wird er bereuen. Den knöpfe ich mir vor. Thomas. Papa, warte, ich mach das schon selber. Bist du dir sicher? Also wenn der dir irgendwie dumm koppt, dann sag Bescheid. Wir haben uns eigentlich bisher ganz gut verstanden. Gibst zu, du hast dich in die Kleine verguckt. Ach, Quatsch. Er's klappt, wird selig. Emilio. Das Porträt von Clarissa für die Kampagne. Ach, es ist so wunderbar. Sie hätte es geliebt. Ja, bis später. Weißt du, wer das Armband gestohlen hat? Nein. Aber es freut mich, dass du den Verlust offenbar sehr gut verschmerzen kannst. Ludwig hat Kim damit erwischt. Sie hat's. Und jetzt erzählt sie irgendeine komische Geschichte, es hätte ihr jemand geklaut. Und warum sollte sie so dumm sein, sich sowas auszudenken, wo es doch offensichtlich einen Zeugen gibt? Wahrscheinlich, weil sie ein bisschen dumm ist. Ich kann gut damit leben. Glaubst du eigentlich immer noch, dass Ansgar dir sie als zweite Geschäftsführerin vor die Nase setzen will? Ausgerechnet seine unerfahrene kleine Tochter? Selbst wenn, ist es mir total egal. Weil wenn Kim sich vor Gericht wegen Diebstahls verantworten muss, ist ihre Gremiumsstimme weg. Und so wird wieder mal ein romantisches Geschenk von mir in deinen Händen zu einer Waffe im Kampf um die Macht. Sebastian, ich fand das Armband wirklich toll. Natürlich. Ich bin froh, dass Julia endlich zur Vernunft gekommen ist. Deine moralische Empörung bringt dich jetzt auch nicht weiter, sondern entfernt dich noch mehr von den beiden. Warum verwechselt hier eigentlich jeder Moral mit Vernunft? Du bist doch diejenige gewesen, die von Anfang an darauf gepocht hat, die beiden sollten sich zusammenreißen, damit du endlich deine heile Familie um dich versammeln kannst. Wenn man verloren hat, dann muss man das einsehen. Und ich glaube, dieser Zeitpunkt ist jetzt gekommen. Ricardo hat recht. Willst du mir jetzt auch noch Vorwürfe machen? Na, vergiss es. Im Übrigen können wir froh sein, wenn sich diese Tragödie nicht in Zukunft wiederholt. In der nächsten Generation nämlich. Um Timo musst du dir keine Sorgen machen. Er ist der einzige vernünftige Mann in dieser Familie. Ja, das habe ich von Jan auch einmal gedacht. Timo wird weiter nach den Spuren seines Vaters suchen. Warum? Er weiß jetzt, wer sein Vater war und dass er tot ist. Er weiß nicht, wie Tim Sander gestorben ist. Dass es Mord war. Mord. Hey, das mit den Papieren läuft. Hey, Wachkoma oder was? Okay. Hier sind deine 5 Riesen. Ich will das Armband zurück. Hör mal, das Ding ist mindestens das Doppelte wert. Ja, das mag ja sein. Aber dennoch rate ich dir, meinen Preis zu akzeptieren. Sag mal, soll das eine Drohung sein? Ja? Das hier ist mein Territorium. Und ich bin ja nicht allein.
Ich habe Freunde und ihr könnt das Leben zur Hölle machen. Also verpiss dich! Ein Kinderspielplatz, wow. Und irgendwelche Leute sehe ich hier auch nicht. Und dass Typen wie du Freunde haben, glaube ich auch erst, wenn ich sie sehe. Jetzt pass mal auf, Django. Du machst mir hier ganz schnell Abgang. Ich hab's dir einmal im Guten gesagt. Beim nächsten Mal wäre ich ungemütlich. Kapiert? Sagst du, Mann! Ja, ich bin total irre. Und deswegen rate ich dir, leg dich nie wieder mit mir an. Und jetzt gib mir das Armband. Okay. Dankeschön. Wenn es sich so abgespielt hat, wieso konnte das Geld dann nicht sichergestellt werden? Er hat seine Spuren verwischt, weil er wusste, dass ich aussteigen will. Also bevor das Ganze hier völlig groteske Züge annimmt, würde ich ganz gern mal meine Version der Geschichte darstellen, wenn Sie nichts dagegen haben. Nur zu. Meiner Schwester Nico ist etwas Schreckliches widerfahren. Sie hat den Menschen, den sie am meisten liebte, bei einem schrecklichen Unfall verloren. Schuld an dem Unfall war Helena von Lahnstein, Ludwigs Tochter. Dem fiel daraufhin nichts Besseres ein, als den Unfall zu vertuschen. Herr von Lahnstein, bitte. Mir sind die Fakten bekannt. Es gab schließlich einen Prozess. Und als bei diesem Prozess Helena von Lahnstein nur zu einer Bewährungsstrafe verurteilt wurde, da ist bei meiner Schwester etwas zerbrochen. Sie wollte Rache. Leider ist es Ludwig von Lahnstein gelungen, sich seiner Verantwortung zu entziehen. Was reden Sie da für ein Blödsinn? Bitte, fahren Sie fort. Ich halte es sogar für denkbar, dass meine Schwester sich diese ganze Intrige nur zurechtfantasiert, um ihre Machtlosigkeit zu kompensieren. Wie bitte? Ich habe mir das Ganze doch nicht nur ausgedacht. Verständlich wär's ja. Also auf mich macht Ihre Schwester einen ganz aufgeräumten Eindruck. So, dann wüsste ich allerdings zu gerne einmal, warum es keinerlei Beweise für Ihre Behauptung gibt. Weil du sie alle vernichtet hast. Herr Kommissar, die Fantasie meiner Schwester geht mittlerweile sogar so weit, dass sie glaubt, ich würde ihr im Namen ihres verstorbenen Gatten Rosen schicken. Oh, Ansgar, du bist wirklich das Allerletzte. Du hast mir diese Rose geschickt, um mich zu manipulieren, um meinen Hass auf Ludwig und Helena zu schüren. Nico, es verletzt mich, was du mir alles zutraust. Nach allem, was ich für dich getan habe. Andererseits ist es ja durchaus verständlich. Du wurdest von Ludwig manipuliert. Da würde ich auch verrückt werden. Frau von Lahnstein, möchten Sie sich zu den Ausführungen Ihres Bruders äußern? Allerdings. Nichts davon ist wahr und ich bin auch nicht verrückt. So. Und warum hast du noch gestern versucht, dir das Leben zu nehmen? Ansgar, es reicht! Was denn? Stimmt's etwa nicht, Tristan? Sehen Sie, Herr Kommissar? Das ist genau das, was ich meinte. Justus, na endlich. Bitte können Sie diesen Typen hochkant rauswerfen, danke. Sehr wohl. Sie haben Fräulein Wolf gehört. Würden Sie bitte umgehend das Anwesen verlassen, ja? Ich bin noch nicht fertig. Kim, jetzt hör mir doch mal zu, bevor du mir deine Leibgarde auf den Hals hetzt. Warum sollte ich? Weil ich habe mich benommen wie ein riesengroßes Arschloch. Ja, hast du. Und ich wollte mich dafür entschuldigen. Ja? Ich wusste nicht, dass das Armband so viel wert ist. Moment mal. Sie haben das Armband von Gräfin Tanja... Gefunden, Justus. Danke. Bitte. Ist okay. Sie können gehen. Und er sah ja ganz schön grimmig aus. Warum hast du das mit dem Armband gemacht? Weil ich dachte, dass du so ein verzogenes Mädchen bist, dem alles egal ist. Und es tut mir leid. Ich weiß, dass es voll daneben war. Hier. Sag mal, könntest du mich vielleicht aus der Nummer raushalten? Du klaust mir 150.000 Euro und ich soll so tun, als wäre nichts gewesen. Aber ist doch wieder da. Ist alles okay. Ist alles entspannt. Es ist überhaupt nichts entspannt. Und ich weiß auch, wovor du Angst hast. Ich hab keine Angst kapiert. Du reist hier mit einer blonden Perücke ein, hast aus Versehen den Ausweis von deinem besten Freund dabei, klaust, kriegst bei Frau Schneider unter. Ja, und hast irgendwie Probleme, eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. Du bist illegal in Deutschland. Und wenn das alles auffliegt, dann droht deine Abschiebung. Hab ich recht? Wie konntest du uns das verschweigen? Weil ich es ihr versprochen habe. Ich hätte es nie so weit kommen lassen dürfen. Nicht auszudenken, wenn ihr etwas passiert wäre. Nico braucht dringend Hilfe. Sie hat heute mit Ansgar aufgeräumt. Das war der erste Schritt in die richtige Richtung. Ja. Und Ansgar kommt jetzt wahrscheinlich davon. Aber sie hat sich euch anvertraut, weil sie leben will.
Warum sonst hätte sie das getan? Tristan, bist du sicher, dass sie es nicht noch einmal versuchen wird? Manchmal muss man erst ganz unten ankommen, um überhaupt wieder irgendeinen Sinn zu sehen. Glaub mir, niemand weiß das besser als ich. Diesmal ist er zu weit gegangen. Na, was willst du tun, Ludwig? Ich mache ihn fertig. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Hey. Was ist denn los? Ist alles in Ordnung bei dir? Ich habe gerade gehört, wie Arno und Clarissa sich unterhalten haben. Über meinen Vater. Du meinst Ricardo? Nee. Über meinen richtigen Vater. Es war kein Selbstmord. Sondern Mord. Jetzt noch mal langsam. Hast du mit den beiden geredet und sie gefragt, was sie wissen? Wenn ich die Wahrheit wissen will, dann muss ich sie selbst herausfinden. Hast du denn irgendwelche Anhaltspunkte? Ich weiß, dass er Tim Sander heißt und lange in Düsseldorf gelebt hat. Das ist doch schon mal ein Anfang, oder? Und nach Venezuela ging es nach Mallorca. Und du bist geflohen? Ganz alleine? Auf einem Bananenkutter im Lagerraum. Ich und 2 Taranteln. Okay. Am Anfang war es echt hart. Ich habe meine Mama und meine Geschwister wahnsinnig vermisst. Aber auf Mallorca hatte ich einfach die schönste Zeit meines Lebens verbracht. In Caracas hatte ich vorwiegend Feinde und auf Mallorca habe ich Freunde gefunden. Das ist wirklich eine traurige Geschichte mit Venezuela. Aber was ich nicht so verstehe, wenn es dir so auf Mallorca gefallen hat, was machst du dann hier? Ich bin ausgewiesen worden. Also musste ich flüchten oder zurück ins Ghetto von Caracas. Und hat mir Timo seinen Pass gegeben. Und so habe ich es überhaupt erst bisher geschafft. Also. Ja, aber es läuft doch ganz gut. Du hast einen Job im Schneiders. Den ich verliere, wenn ich die Papiere nicht vorlegen kann. Oh Mann. Wir haben uns ganz schön ineinander getäuscht, wa? Anscheinend, ja. Du, ich kann es mit Tanja klären, da bist du aus der Armbandsache raus. Nein, ich mach das schon. Ich möchte nicht, dass du abgeschoben wirst. Danke. Danke auch fürs Zuhören. Bis bald vielleicht. Ach, und noch was, Prinzesschen. An Bord waren keine Taranteln, da war nur ich. Ich habe das nur erzählt, um die Geschichte spannender zu machen. Aber der Rest stimmt. Also, bis bald. Die Küche bucht noch zarte Biskuitröllchen mit Himbeerschaum sowie Spitzbuben gefüllt mit Marillengelee sowie mit Verlaub Nonnenpfürzchen. Ganz allerliebst, Justus. Ich glaube, dann nehme ich ein Nonnenpfürzchen. Oder werde ich dann wieder angezeigt, Ludwig, weil ich mehr nehme, als mir zusteht? Ach, Ansgar, wer so unschuldig ist wie du, braucht keine Angst zu haben, sich an irgendetwas zu verschlucken. Ups, bin ich zu spät? Kim, das macht doch nichts. Du hattest bestimmt was zu tun. Was war's denn genau? Ein Juwelier ausrauben? Vorsicht, Tanja. Ich werde übrigens Anzeige erstatten und dafür sorgen, dass deine vom Himmel gefallene Tochter ihre Gremiumsstimme abgeben muss. Das gehört nun wirklich nicht hierher. Sie kann doch nicht einfach so... Kim, sei einfach still. Nein, ich finde das ungerecht. Ich kümmere mich drum, okay? So wie du dich um alles kümmerst, habe ich recht? Ja, genau so werde ich mich darum kümmern. Warum kann sie mich eigentlich ungestraft eine Diebin nennen? Kim, entspann dich. Das Leben ohne Gremiumsstimme ist nicht so schlecht. Frag mal Elisabeth. Ja, mir geht's gut. Das Gremium ist nicht dafür geschaffen, um sich gegenseitig auszuschalten. Wer dem Gremium oder seinen Mitgliedern schadet, schadet auch der Familie und das werde ich nicht dulden. Verzeihen die Herrschaften. Was gibt's denn, Justus? Ich wollte nur mitteilen, dass sich das gesuchte Schmuckstück wieder eingefunden hat. Es befand sich in Baby Emmas Wäsche. Bitte sehr, Gräfin Lahnstein. Ich werde dann jetzt den Port servieren lassen. Sie brauchen sich bei mir nicht zu entschuldigen. Noch ein Nonnenpfürzchen, Tanja?
Du bist ja immer noch da. Ja, ich habe auf dich gewartet. Willst du mich wieder vor mir selbst warnen? Und dich in meine Privatangelegenheiten mischen? Clarissa, es gibt keine Privatangelegenheiten in diesem Zusammenhang. Dein Zwist mit Tanja war nie eine Privatsache. Immer sind Menschen mit hineingerissen worden. Aber wenn Timo erfährt, dass Tanja seinen Vater auf dem Gewissen hat... Arno, bitte. Ich habe jetzt wirklich andere Sorgen als Tanja. Ich muss mich um meine Enkel und meine Kinder kümmern. Hoffe, dass es nur die Kinder und Enkel sind. Tanja, wenn du wüsstest. Na, alte Hütte? Hey, schön deine Stimme zu hören, Timolino. Ja, du fehlst mir auch, Knopfauge. Wie läuft's denn bei dir? Du, ich habe dir gestern deinen Pass zugeschickt, aber leider noch keine neuen Papiere. Ach, Mist. Hast du nicht die Möglichkeit, die irgendwoher zu besorgen? Ja, ich bin gerade dran, aber langsam gehen mir die Ideen aus und vor allem die Kohle. Wie ist es bei dir? Ach, meine Mutter hat Jan abgeschossen und Ricardo gleich mit. Was? Im Ernst? Also ist deine Mutter mit ihrem Bruder hält. Ey, jetzt halt mal den Ball flach. Ich muss dir noch was anderes sagen. Lass mich raten, du bist jetzt mit Leonie zusammen. So ein Quatsch. Jetzt hör mal zu. Mein richtiger Vater, Tim Sander, der ist wahrscheinlich ermordet worden. Was? Woher weißt du das? Ist auch egal. Auf jeden Fall im Internet steht nichts Brauchbares, außer dass er in Düsseldorf gewohnt hat. Hier? Na, sieht so aus. Naja, und jetzt wollte ich dich fragen, ob du dich vielleicht mal umhören kannst. Ich meine, wenn er wirklich ermordet worden ist, dann war es vielleicht eine spektakuläre Sache und ein paar Leute wissen davon. Klar, kann ich machen, aber was soll das bringen, hä? Emilio, ich will einfach nur wissen, was passiert ist. Okay. Danke, Mann. Schade, dass du jetzt nicht hier bist. So, es geht mir genauso, also. Adios, ja? Hau ab. Nico. Ich will dich nicht sehen. Okay. Ich wollte dir auch nur sagen, dass mir das vorhin nicht leicht gefallen ist. Aber ich konnte mich auch nicht wie ein Lamm zur Schlachtbank führen lassen. Das muss dir klar sein. Woher hast du es gewusst? Man sollte Abschiedsbriefe vielleicht nicht öffentlich rumliegen lassen. Du hast meinen Brief an Helena gelesen? Und du hast noch nicht einmal versucht, mich davon abzuhalten? Ich wusste doch, dass du es nicht tust. Ich kenne dich doch. Ach, gib's doch zu, dir war's egal. Nein. Nico, du hast mich angezeigt. Da musste ich mich wehren. Hey, jetzt vergiss mal nicht, dass du mir eine Menge bedeutest. Ja, solange ich dir etwas nütze. Das stimmt doch gar nicht. Nico, du bist meine Schwester. Ja, mag sein. Aber du bist nicht mehr mein Bruder. Du bist für mich gestorben.